Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Metroid. Dies ist schon bereits Part 15. Hier bei Super Jupa. Das ist Steffi, stimmt bei mir. Und ich bin Michi. Und wir sind eben jetzt, wenn es die Verfolgungsjagd aufgenommen, denn wir haben den Beiseitiger gesehen. Ne? Ja. Er war bei Adam. Wir wissen nicht, was mit Adam passiert ist, da wir nicht zu ihm kommen, weil das alles zugesperrt war. Oh oh, nicht diese blöden. Oh, diese ja, kennen Sie das. Das sind diese komischen Gürtel-ähnlichen Kreise. Das haben sie zacken. Letzte ja, aber wir sind leider ist mega aber gestützt. Ich frage mich, wie es Dinge bis heute da hinten ist alles rot. Nee, da kommst du über was ein. Wir gehen weiter. Wir sind wieder in der Biosphäre. Eine wunderschöne Pflanze, Sektor dieses. Aber ich weiß, was wir jetzt machen können. Was? Springt man nochmal reich? Oh, der Beiseitiger! Ist er angegangen? Bin ich eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht mehr, oder? Eine Karte? Ich habe geschossen. Ja, nicht dran. Hier, war nicht so drin. Aber das ist eine Flasche. Ganz nach oben. Treffen das Bild aus. Ja, wir haben sie. Er muss das alle Viecher drücken. Ach stimmt. Okay, hier liegen sie da unten. Okay, der Beiseitiger ist ganz umgegangen. Der war nicht davon. Ah, super, Samus! Hier bin ich hergekommen, oder? Da lang? Okay. Oh, das ist hier draußen. Eine wilde Party. Hier ist der Beiseitiger da, oder? Oder komme ich erst her? Ich weiß nicht. Nee. Schau mal, das ist ein Loch. Oh. Frau, ich kenn's. Okay. Waren wir schon mal? Oh, ich dachte mir gerade, wow, ich kann nicht sortieren. Ah, du musst einen Gravel-Beam einsetzen. Gravel-Beam. Und wenn ich mich täusche, gibt es ja auch eine Alternative. So ein kleines Licht. Hier. Ein neues Licht. Kleine Tunnel. Wir haben was einbekommen. Okay. Ist. Das ist auch oben, aber da kommt man nicht hin. Oh, du hast gleich gesagt, cool, synchron. Ja. Der Beiseitiger, er rennt da vorne. Wir speichern. Wir speichern. Oh, was hat das? Oh, ich will auch nicht so mit diesem neuen Blatt mitnehmen. Stimmt, diesen Speicherung. Wird wir ein neues Ziel bekommen? Weiß ich nicht so, oder? Hier waren wir auch schon mal. Stimmt. Ist kaputt gemacht. Ja, diese Mist hat es kaputt gemacht. Was ist da rüber? Weiß nicht. Das ist fix kaputt, ja. Toll, Samus. Atemhilfe! Ach, ich kann ja rüberspringen bestimmt. Any objections, Adam? Samus schaltet einfach was Neues frei. Und zwar Space Jump. Samus kann in der Luft mehrere Saltos hintereinander schlagen. Steuerung, drücke während des Saltos wiederholt 2. Da muss ich sagen. Oh, Screw-Attack on. Oh. Oh. Egal. Hier steht auch ein Platin. Da hat ihr. Hier unten noch? Das ist ein Schatten. Oder täusche ich irgendwie? Nee, da gibt's irgendwas. Ah, die andere Seite. Mist. Und muss noch irgendwas geben.
Irgendwo muss es dann... Da gibt es auch noch irgendwas. Da vorne vielleicht? Warte, seht ihr in Schacht irgendwas? Ist doch noch irgendwo ein Schild? Ist doch da? Hier ist schon was. Spring, Samus. Ah, da ein bisschen versteckt. Bisschen cooler. Wow. Also, ich kann auch sagen, die Screw Attack, da kann man halt noch. Ja, meine auch. Da kann man gleich noch was kaputt machen. Da können wir so diese komischen Lava-Typen, zum einen zack, wegtippen und später das. Und mit diesem Fähigkeit hätten wir eben auch das Item fahren. Ja. Aber ist ja egal, ob es einfach nach. Jetzt war ihr Raum zu. Kann ich die Block hier runterlassen? Ja. Einsatzfähig. Mit Gelände. Oh, sehr schön. Jetzt war ein riesigen Fahrstuhl runter. Neuer Sektor. Also dann ein Sektor in einem Sektor, ein neuer Sektor in einem Sektor. Cool. Oh, das ist ein Lift. Oh, sieht ein bisschen moderner aus. Das ist ja auch modern. Oh, eine Riesenspeichertür. Mir wird's riesig vor. Okay, wo kommen wir hin? Ich bin gespannt. Du? Ich auch, ja. Wir speichern. Hallo. Hallo, einmal speichern das Tier. Ich bin jetzt schon durch das Feld gegen die Beiseitiger nochmal kämpfen. Das werden wir bestimmt gleich sehen. Beiseitiger. Ich bin auch gleich so weit vorne. Was ist hier? Das ist eine gute Tür. I'm not a member of the Galactic Federation. I came here because I intercepted the distress calls. I'm a bounty hunter. And I know that something is after you. Please, you must believe me. Thank you. I'm Samus Aran. What's your name? Madeleine Bergman. Behind closed doors, the Galactic Federation was trying to create a special forces unit composed of bioweapons. In order to make it happen, they were attempting to create an organization modeled after the space pirates, with the Zebesians at the center. But because of a certain presence, the life forms became ferocious. We were no longer able to control them. By a certain presence, she must have meant Ridley. So you sent out the distress signal, even though it endangered your life? I had to. I felt there was a real danger here, that if left as is, the Zebesians would continue to evolve and resurrect as real space pirates. If that danger was real, then the risk of withholding information to protect herself was too great, clearly. And yet, wasn't she the one who set the facility's system to self-destruct? In silence, I praised her courage and sense of responsibility. At the same time, her argument had some holes.
Say that the Zebesians, under Ridley's influence, became super aggressive. Would that really lead to the resurrection of the space pirates? Without a malicious force to lead them down that path, wouldn't they continue to merely follow their instincts, ultimately becoming no more than a swarm of feral creatures? Regardless, it was clear that the Galactic Federation was ready to consign their enormous mistake to oblivion. And that's why they sent a deleter. And as for Madeline and others who knew the secret? But wait, there was another inconsistency in her story. Why go to such lengths at all? With just a small flexing of the Galactic Federation's military force, they should have been able to destroy a facility of this scope with ease. So why didn't they? Actually, there was an even more dangerous plan. Come with me. What? That's not possible. The Metroids were terminated along with Zebes. Yes. And the last of them, the baby, met its end above my head. You're Samus Aran, right? The one who annihilated the space pirates? Metroid remnants were attached to your suit when you returned from Zebes. They were reproduced from a piece of cell structure salvaged by the Federation, and they are in this facility. I gave your suit a polish so you'd be at least somewhat presentable. And Ridley in the same way. At first, no one thought that the creature was Ridley. They didn't think it had potential as a bioweapon at all. They raised it like a pet, calling it Little Birdie. Until one day, it attacked one of the researchers and got away. Ridley had played dead and lured the scientist into his cage. What was left? It was a horrible sight. But in order to control Metroids, you need Mother Brain's telepathy. You don't. You didn't recreate a Mother Brain clone, did you? It's artificial intelligence. We developed an AI program that would reproduce Mother Brain's thought processes. We called it MB. But it was just a program. It wasn't the Mother herself. MB evolved as it communicated with the Metroids. It appears as though it began to become self-aware, much like the original Mother Brain. It's really quite remarkable. That's when it became clear to me just why Madeline was so afraid of the space pirates' resurrection. It wasn't that her story had holes in it. Through the holes were glimpses of the danger that was right before her eyes. If everything she said was true... Where are the Metroids and MB? They're in an area called Sector 0. It's a unit that doesn't appear in any of our map data. It's a place like Turian, where we propagate and raise Metroids. I began to see what the worst-case scenario would look like. The ultimate weapon, the Metroid, would be mass-produced, and as soon as an AI that could control them was developed, the plan to create a special forces unit modeled after the space pirates was replaced. But as the AI called MB spun out of control, the facility became a place much like the planet Zebes. If the situation were left alone, galactic society would be put in peril. Even the ringleaders of the operation wanted to avoid that, but they still wanted the Metroids. And that's why.
they decided to capture the Metroids contained in Sector 0 and delete the rest of the facility, including the space pirates, Ridley, and everyone who knew the secret. But before the ringleaders could act, Adam appeared. Adam might have known or suspected the truth about the facility from the beginning. Regardless, since the ringleaders were members of the Galactic Federation, they could no longer act recklessly. And so a deleter was installed as a member of Adam's team to destroy evidence and plan each subsequent move. But having me added on as a member must have disrupted the Galactic Federation's plans. Madeline, thanks for telling me all this. I've got to destroy the Metroids and MB in Sector 0. You have to remain hidden. Don't worry. The Galactic Federation CO who's here now will help you. You're safe. Does that CO happen to be Commander Adam Malkovich? The real leader of this operation is Commander Malkovich. I can't believe that he's here. Stay here until I return. Es geht weiter. Wir haben uns alles tatsächlich hier. Also das ist Madeleine Bergman, wo wir immer besucht haben. Ja, wir haben im Opfer das Arm. Aber ich kann es eben nicht sagen. Schön, können wir gucken, wo wir dann genau, boah, ist voll krass irgendwie. Das war jetzt echt ein langes Sequenz. Übelst lang, ja. Will ich mir unklar aufhalten. Und noch ein Item. Und das geht eben nur mit diesem Space Jump. Oder da geht es auch nicht so aus. Ich glaube nicht. Ja, und das war doch jetzt gerade noch dieser Beiseitiger. Ja, das tut wahrscheinlich so mehr. Super. Ja, der Handeln. Okay. Ja, Samus will ein bisschen Metroid tauschen. Krass, wie bei Cebis. Ich habe auch gesehen, ich weiß nicht, ob die schon mal gesagt haben, aber diese Außenform vom Auto des Schiffes erinnert echt stark an so eine Flasche, so eine kleine Hinter oder so eine kleine Babyflasche da. Diese Tendenz ist eigentlich hart. Und Flaschenschild. Oh, achso. Ich will es da lang. Und was heißt Kabine? Ja, das ist schon cool. Ich wollte an der Stelle nicht fragen. Ja, jetzt haben wir ja den nächsten Part. Ja, das wird nächsten. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, Leute, was ihr jetzt so für den bisherigen Stand der Geschichte habt. Oh mein Gott. Der schon wieder.
Ich hab's da schon nicht. Ich will aber nicht sagen. Das ist ja nie gemacht. Ich hab nicht so hier. Ich hab das ja gesprochen. Okay, Leute, wir haben das Geschenk und dann habe ich schnell Schuss. Wie kann man denn Und es ist noch 4 Minuten aufnehmen. Zielverfolgung. Oh, sehr schön. Feuert mehrere Mistel gleichzeitig ab. Steuerung lade eine Supermissile vollständig auf und feuert sobald mir das Ziel erfasst ist. Cool, Leute. Okay, Leute. Cool. Okay. Ich bleib hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Ciao. Ciao.